Hi Leute, willkommen bei Dragomir baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau. Heute gibt es nur ein kleines Video, mal wieder so ein paar Tipps und Tricks. Eigentlich nur einen. Ne? Also wie man aus einem Stück Matte, also das ist jetzt ein Stück, was vom Kernstab ausgeschnitten worden ist, so was Verdrehtes halt macht. Das zeige ich euch jetzt mal. Ist eigentlich nichts Großes, aber je nachdem kann man da halt hübsche Sachen draus machen. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Bleibt dran. Wir sehen uns. So Leute, was wir da quasi für brauchen, ist ein Heißluftföhn. Dann halt Mattenreste. Ich habe jetzt mal so ein paar Skapelle gemacht, um dann mal zu zeigen, wie das so geht. Wie man das halt ein bisschen hübscher machen kann. Das habt ihr ja schon gesehen. Jetzt habe ich hier eine Dose hingestellt, aber das ist auch nicht schlecht, wenn ihr irgendwo was habt, wo ihr das festquetschen könnt. Also mit einer Schraubzwinge oder einer Zange. Also quasi, ne, so. Habe jetzt hier die Dose genommen, damit man das halt besser sehen kann. Ist jetzt nicht das ganz optimal, aber wir machen das jetzt mal so. Dicken Metallklotz drauf. Müsst immer gucken, dass das dann so ist, dass das Reststück weg kann. Und dann fangt ihr an, das Teil immer so stückchenweise warm zu machen und verdreht das quasi. Das zeige ich euch jetzt mal. So, je nachdem wie viel er das verdreht, kann man das halt ein bisschen breiter machen oder weniger breit. Und dann wie gesagt immer so stückchenweise. Also je mehr er verdreht, umso enger wird das hier. Ne? Ich lasse das jetzt mal so. Dann immer ein bisschen halten, bis das halt wieder abkühlt. Deshalb halt immer so ein bisschen und dann immer so schrittweise vorarbeiten. Dann hält sich das gut. Und dann immer so ein bisschen variieren, dass das ungefähr guckt, da das gleichmäßig hinkriegt. Hier zum Beispiel am Anfang ist es nicht so gleichmäßig, hier geht es dann schon wieder. Aber das ist halt, dadurch, dass ich das jetzt hier so filme, ist das halt ein bisschen, normalerweise mache ich das aus einem anderen Winkel. Also muss ich ein bisschen gucken. Also habt ein bisschen Nachsehen, wenn es nicht ganz so toll wird. Ne? Geht jetzt halt nur darum, dass ihr seht, wie sowas geht. So, dann holt man das raus. Wie gesagt, das hier ist jetzt ein bisschen kacke, aber wie gesagt, ja, und dann habt ihr halt so ein verdrehtes Teil. Ne? Könnt ihr halt für alles Mögliche benutzen. Ich sage jetzt mal, ihr könnt natürlich auch hingehen, schneidet das Ganze, das ist jetzt nochmal zum Demonstrieren, schneidet er ab, ne? Und dann geht er quasi und schneidet das so ein bisschen in der Mitte durch. Dann könnt ihr quasi so Sachen einmal so rund gehen, ne? Also so, ne? Kann man alles Mögliche mitmachen. So, dann gehen wir mal hin. Schauen wir mal. Ich hoffe nur, dass ich mir das jetzt nicht kaputt mache mit dem Eisenklotz. Weil der wiegt ein paar Kilo. Dann werde ich da mal gucken, dass ich das hier irgendwie so drauf kriege. Und dann verdrehe ich da mal ein Stück. So, ein bisschen runter. Mal sehen, dass das doch alles gut aussieht. Dann lassen wir das ein bisschen abkühlen und dann gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. Habe ich jetzt so bei den Teilen auch noch nicht gemacht, aber mal schauen. Sieht bestimmt ganz interessant aus. Wäre jetzt für, sagen wir, ein Heilerbesteck oder irgendwie, ich weiß nicht, Besteck oder irgend sowas, ne? Ist das vielleicht ganz interessant. So, dann hättet ihr quasi, ne, so aus Metall ein Skapell. Bisschen verdreht, sieht dann ein bisschen hübscher aus, wenn man nicht groß Verzierungen drauf machen will, also relativ schlicht gehalten. Sieht man ja auch oft bei Messern. Ja, und das wäre quasi eigentlich schon. Ne? So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Soweit ist halt dabei jetzt rausgekommen. Ne? Also jetzt nichts Großartiges, aber ich denke mal, da kann man was mitmachen. Wenn da jetzt noch Farbe drauf kommt, sieht das ganz hübsch aus. Wie gesagt, ist einfach herzustellen, ohne dass du groß irgendwelche Verzierungen drauf machen musst.
Ja, das jetzt so als Idee. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert mich. Würde mich freuen, damit unterstützt ihr meine neuen Projekte, die noch alle kommen. Bin jetzt halbwegs wieder fit, also das heißt halbwegs. Hatte eine OP am Montag, kann halt noch nicht so, wie ich wieder will, aber die Tage kommen dann die nächsten Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich.